Hallö, Freunde des gepflegten Lärms zu einer weiteren Ausgabe von Allgäu Doom Reviews. Heute habe ich mal wieder eine Scheibe vorliegen, die schon im letzten Jahr erschienen ist, also 2019. Das wird auch nicht die letzte sein. Dadurch, dass ich eine 9-monatige Pause eingelegt hatte, eine Zwangspause sozusagen, sind mir viele Alben, die ich noch vorhatte zu machen, im letzten Jahr durch die Lappen gegangen. Diesmal ist es nicht mein Zinken, sondern mein Ohr. Na los! Und ja, aber das ist kein Grund für mich, diese Alben zu sagen, ja gut, die sind jetzt nicht mehr aktuell, die mache ich nicht, weil wie ihr wisst, ist Allgäu Doom ja jetzt kein Format, das so unbedingt einen Wert auf die neuesten Ergüsse legt, tagesaktuell sein will. Und diesem schnellen Zeitgeschehen zoll ich kein Tribut. Was gut ist, ist gut. Und es ist dann bei scheißegal, wann es eigentlich rauskam. Und was die letzten 3 Jahre erschien, ist für mich immer noch eine Neuerscheinung. So, um das mal ganz grob irgendwie so dahin zu legen. Heute geht es um Legendary und die dritte Scheibe, ja, Herrgott, die dritte Scheibe, The Wizard and the Tower Keep. Also der Zauberer und der Hausmeister vom Turm, wenn man das genauso nimmt. Es hat jetzt ein bisschen gespiegelt, deswegen zeige ich euch mal irgendwie das so. Da sieht man es besser, ne? The Wizard and the Tower Keep. Die Sachen sind alle gezeichnet vom Vida, dem Sänger und Komponisten und Gitarristen und Sänger und alles weitere. Da spielt noch eine Menge Zeug, da kommen wir gleich dazu. Hier das ganze Bild, der hat hier diesen schönen Krieger. Es ist ein bisschen naive Malerei, aber irgendwie cool. Das sind die 3 Jungs. Es handelt sich nämlich um ein Power-Trio aus Pittsburgh, Pennsylvania. Und was man sagen muss, ja, die treten gleich in die Fußstapfen. Also wer die Band nicht kennt, ich sage gleich, für wen das etwas sein könnte und für wen nicht. Es ist eher was für Leute, die eben den Kauz-Metal mögen. Immer wieder der Kauz-Metal. Natürlich klingt Manilla Road an, hat einen starken Einfluss, ohne dass sich die Band in irgendeiner Form wie Manilla Road anhört. So Manilla Road, Brockers Helm, aber was Vida, also es sind 3. Vida ist der Kopf des Ganzen, wie gesagt, Gitarre, er spielt Mellotron, er singt. Und am Bass befindet sich Evil St. Clair und am Schlagzeug schlussendlich Kicker. Kicker, was für ein Name, oder? So, und die 3 finden sich sozusagen in diesem, ja, ich weiß nicht, ob Kauz-Metal wird jetzt heute nicht mehr so absichtlich betrieben, ne, wie zu Zeiten von Manilla Road oder Cirith Ungol, die das Genre ja, oder wo man dann ein Ausweichgenre, es handelt sich um Epic Metal, im Endeffekt auch hier, nur es ist eine besondere Art von Epic Metal, ihr wisst es ja, das eben ein bisschen, unter kauzig versteht man auch immer das Eigenständige, das ist ein bisschen weg vom Mainstreamige, dass man einfach seine Sachen anders macht und das machen Legendary eben auch und jetzt seit 3 Alben ununterbrochen und trotzdem klingen alle 3 Alben ein bisschen anders, aber der Kern bleibt natürlich Legendary mit ihrer melancholischen, progressiven, epischen, klar, das zweite Album hieß Dungeon Crawler, du schon weißt, wo das irgendwie herkommt. Und die Einflüsse von Vida sind natürlich irgendwie, wie gesagt, Manilla Road, das hört man auch, aber eben nicht nur die 80er Jahre, die frühen 80er Jahre, sondern auch die 70er Jahre. Rush fällt einem da ein, die progressiven Elemente, nicht der 80er Jahre Rush mit ihren Synthi-Sachen, sondern der harte, progressive Rock der 70er Jahre von Rush, in der Konzeption und auch ein Einfluss von den großen Prog-Rock-Bands, King Crimson und solche Sachen, die haben mit Sicherheit wieder dazu veranlasst, also einen großen Einfluss auf ihn gehabt. Was weniger offensichtlich wird auf dieser Scheibe, ist der Einfluss von Frank Zappa. Den hört man jetzt ja hier eher weniger und Vida bestätigt es in dem ein oder anderen Interview, dass er sagt, Frank Zappa hat auf ihn mehr gewirkt, so dass er von seiner Autobiografie gelernt hat, wie man Klangräume erschafft, wie man eben eine Vision hat, wie etwas zu klingen hat und wie man das dann gegeneinander abhebt, wie man einfach Raumklänge erschafft. Frank Zappa ist einer der begnadetsten Komponisten der Neuzeit überhaupt gewesen.
Man hört hier kein Frank Zappa, also alle, die jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, keine Sorge, das sind alles Einflüsse, die hier irgendwo zusammenkommen. Und auch Jethro Tull zum Beispiel. Jethro Tull mit ihrem folkigen Progressivrock in manchen Momenten haben einen großen Einfluss auf Widder und auf Legion Tree bekommen. Und was die Band anders macht wie andere Bands, also unabhängig davon, dass es ja sehr erfreulich ist. In einem Zeitalter, in dem alles irgendwie gleich klingt, sei es die Produktion, du hast ein Genre und nehmen wir mal an, es ist Death Metal oder es ist Melodic Death Metal, dann hast du als Musikhörer hast du schon eine Vorstellung, wie das alles zu klingen hat. Und so klingen die Bands dann auch. Das ist immer die gleiche Produktion, sind immer die gleichen Versatzstücke, es ist immer die gleiche Art von Gesang. Und das ist das, was die Musikindustrie uns eben beigebracht hat. Und wie die Hündchen folgen wir dem Ganzen. Ich sage jetzt wir. Ich nehme mich da jetzt nicht unbedingt aus, sondern diese ganze Musik-Community, die Fans selber oder die Bands selber, die Genres erfunden haben, ohne dass sie teilweise wussten, dass sie hier genre-relevante Alben erfinden, die haben nicht gesagt, so, ich definiere jetzt den Death Metal. Zum Beispiel Chuck Schuldiner hat mit Sicherheit nicht gesagt, mit seinem Scream Bloody Gore oder auf seiner Leprosy, ich erfinde jetzt das Genre des Death Metal oder Possessed mit Seven Churches. Das war eigentlich gar nicht die Idee dahinter, sondern einfach der Ausdruck des Künstlers, dass da etwas Neues dann draus entsteht. Ist immer klar, einer ist Vorreiter und 500.000 springen dem Ganzen hinterher und huch, ein Genre ist geboren. Aber die Musikindustrie oder auch die Musikpresse, die eben diese Genres meistens definiert und auch sagt, so, Death Metal, so hat er sich anzuhören. Melodic Death Metal ist dann das, Symphonic Death Metal ist dann das, Power Metal, europäisch ist dann das und US ist dann das. Ihr wisst, was ich meine. Diese Genrebegrenztheiten, die kommen nicht von den Bands und die kommen auch nicht von uns, die wir Musik hören, sondern die werden von der Musikindustrie so lanciert, dass man sagt, so hört sich das Ganze an, so hat sich das Ganze anzuhören. Und dann ist es immer wieder erfreulich und immer weniger Bands machen das oder immer weniger Bands können das auch, was völlig Eigenständiges. In den 70er und in den 80er Jahren war es, das habe ich schon mal erwähnt, leicht, eine Band zu erkennen, allein an irgendwie dem ersten Gitarrenriff oder spätestens dann am Gesang, dass du sagst, das ist eindeutig die Band. Und das ist heute ein bisschen schwieriger. Du hast eine Band, manchmal kannst du die nicht mehr unterscheiden. Es hat jetzt nichts mit dem musikalischen Können zu tun oder ob das Lied gut ist oder ob die Band schlecht ist, sondern es geht einfach nur um den Klang. Die gleiche Produktion, am besten immer am Limit, immer der gleiche Gesang, immer dies. Und es gibt eben Bands, die ausbrechen, die werden dann meistens ohnehin progressiv genannt. Opeth sind zum Beispiel ein bestes Beispiel, war eine progressiv Death Metal Band und als Michael Ackerfeld dann angefangen hat, einfach die Gitarren nicht mehr zu verzerren und nicht mehr zu growlen, waren die Fans total konsterniert, wobei Michael Ackerfeld gesagt hat, er erkennt da keinen Unterschied, er macht genau das Gleiche mit Opeth, was er immer gemacht hat, nur er variiert einfach verschiedene Klänge anders. Und dann sieht man mal, wie wir schon irgendwie geeicht sind, das und das muss ich so anhören. Und natürlich auch, wenn ich Couch Metal sage, natürlich fallen dann Cyrith Angel, Manila Road, Brockers Helm, die üblichen Verdächtigen fallen einem dann ein. Und klar, Manila Road gibt es nicht mehr, Mark Shelton ist von uns gegangen, Cyrith Angel sind sensationell wieder erstarkt, aber so, es gibt mit Sicherheit keine Band, die sagt, oh, ich will jetzt in diese Fußstapfen treten. Das ergibt sich einfach eher, sage ich mal, unterschwellig. Und Legion Tree haben es wirklich geschafft, sind eine der Bands, und es gibt sie ja dann doch, nur eben nicht in dieser Menge, in der man sie sich vielleicht wünschen könnte, wenn man den ganzen Wust an Veröffentlichungen sieht, an mittelmäßigem Zeug, einfach nur gut produziert. Wie gesagt, es kann heutzutage jeder was an seinem Instrument und selbst wenn er es in seinem Schlafzimmer aufnimmt, kann das eine gute Sache sein. Aber die Eigenheit, die kann einem nicht in die Wiege gelegt werden. Die hat man entweder, das ist das Talent, das über das musikalische Talent hinauswächst. Und Legion Tree sind völlig eigenständig. Das hier ist ein Konzeptalbum. Hier geht es um den namenlosen Erdkrieger. Und der kommt in eine andere Welt, nach Erin, E-R-Ü-N. Also nicht Iron, Eisen, sondern Erin, wie man es auch immer ausspricht. Und zwar durch eine ganz skurrile Sache. Mit Hilfe einer E-Gitarre und einer Platte von Uriah Heep wird unser namenloser Held auf einen anderen Planeten eben versetzt. Da gibt es ein Gewitter und dann wird er da versetzt. Und in dieser Welt bleibt ihm nichts anderes übrig, als zum Krieger
und zum Jäger zu werden. Und als erstes plündert er ein Grab, eine Grabstätte, um überhaupt Waffen und Rüstungen zu ergattern. Und er wird dann konfrontiert mit einem Dämon von Evermont. Das ist der bewacht ein Auge des Königs, das wird so genannt, das ist ein Juwel. Und wenn man dieses Juwel hat, kann man durch die Dimensionen reisen. Er besiegt dieses Monster, aber dadurch wird ein böser Zauberer aktiviert, wieder auf dieses Auge aufmerksam, denn in dem Moment, wo es nicht mehr von diesem Dämon bewacht wird, strahlt es wohl irgendetwas aus. Und der schickt dann seine Schergen und will dieses Auge in Besitz nehmen. Der wusste vorher nicht, wo es herkommt. Und ja, und so geht das eben typischer Fantasy, Epic Metal Thematik hier im Konzept gebracht. Er kommt dann in eine Stadt, wird dann von einer Frau in Blau durch die Katakomben geleitet. Und im Endeffekt zieht sich das schon durch die ganzen 3 Alben. Wie heißt das eine? Genau, Mists of Time ist das erste. Dann kam das zweite, Dungeon Crawler, wo er auf diese Frau in Blau trifft. Dungeon, eben diese Katakomben, wo er das Versteck von diesem bösen Zauberer sucht und sich Gefahren und allem stellen muss. Und hier haben wir jetzt dieses Konzeptalbum, wo die ganze Geschichte noch ein bisschen besser ausgearbeitet wird. Das jetzt alles nachzuerzählen, würde ein bisschen den Rahmen sprengen, aber Witter hat auch ein Buch geschrieben, also er hat diese Geschichte als Fantasy-Geschichte niedergeschrieben, bevor sie hier als Lyrics verwendet wurden, und es gibt eine Veröffentlichung, leider nicht in Deutsch, ich weiß jetzt auch nicht, wie sie heißt, aber auf jeden Fall gibt es diese Geschichte als Buchform eben auch. Und ich bin froh, ich weiß es nicht, ich habe in letzter Zeit ja ziemlich viele skurrile, merkwürdige Sachen irgendwie vorgestellt, aber das ist auch das Wichtige, es gibt immer mal wieder große Bands, also wir haben im Moment 2020, haben wir ein ziemlich schwieriges Jahr, durch Corona werden viele Veröffentlichungen auf Halde gehalten, weil die Bands dann eben nicht gleichzeitig auf Promotour gehen können. Testament war eine Ausnahme. Es gibt natürlich immer noch genug Musik und genug Veröffentlichungen, aber es verzögern sich ziemlich viele Sachen. Jetzt ist es hier Stand, wo das Video entsteht, Mai. Ich glaube, das wird erst im Juni gesendet. Ich habe ein paar Sachen auf Halde gemacht. Aber es ist ein schwieriges Jahr. So die großen, wenn ich jetzt die anschaue, was mir in diesem Jahr groß gefallen hat, wissen wir nicht. King Diamond steht noch aus. Keiner weiß, wann er sein Institut veröffentlicht. Diese Doppel-LP, auf die wir schon alle warten. Sehr, sehr viel hat sich noch nicht getan von den ganz großen Momenten in diesem Jahr. Psychotic Waltz hat in Progressive Metal natürlich vorgelegt und ein paar kleinere auch, aber im Großen und Ganzen ist da nicht arg viel dieses Jahr rumgekommen, und umso lieber ist es mir natürlich, dass ich noch ein paar skurrile Sachen von 2019 bringen kann, die auch unter dieser ganzen Massenveranstaltung immer wieder verschütt geht. Und es ist aber wichtig, dass man diese Bands rauszerrt. Es ist steckt großes musikalisches Können dahinter. Zum Beispiel hat Witter auch mit dem Schwert in der Hand gesungen, seine Gesangspart eingesungen, und er hat gesagt, er will verschiedene Töne, Soundeffekte hat er auch mit diesem Schwert erzeugt, und er spielt auch die Mandoline, gerade hier zum Beispiel auf dem Opener The Bard's Tale. Es fängt nicht gleich an mit dem Schlag in die Fresse, richtig Metal, glaubt mir, es ist Heavy Metal, also auch wenn ich jetzt hier alle möglichen Variationen reingebracht habe, aber es fängt schon eher an mit einer Ballade, beziehungsweise mit einem Intro, eben wie man einen Barden sich vorstellt, der in die Geschichte einführt. Und da spielt er zur Gitarre noch drauf die Mandoline. Er spielt auch irgendwann mal das Mellotron, das eigentlich in den 70er Jahren von den Prog-Rock-Bands hauptsächlich viel verwendet wurde. Die Hammond-Orgel hört man auch da drauf, aber eben diese Mandoline, mit der er seine Gitarre überlegt. Und die Mandoline ist ja der Balalaika verwandt, und die kommt auch aus dem schwedischen, aus dem skandinavischen Black Metal, wie man sie spielt, die Mandoline. Meine Großmutter spielte Mandoline, und ich war damals schon begeistert, wusste ich noch gar nichts von Musik, wenn meine Oma das gespielt hat, was für ein intensives Tremolo-Picking da entsteht. Wenn man die Mandoline muss man eben so spielen, und deswegen werden die Spieltechniken der Mandoline teilweise auch im skandinavischen Black Metal, also das Vorbild für dieses Tremolo-Picking für manche Black Metal Bands. Und eine Menge Einflüsse, die hier verwoben werden, die hier ein ganz interessantes Konglomerat aufwarten. Auch der Dungeon Synth ist hier, also den hört man hier nicht, der ist hier nicht vertreten, aber die Atmosphäre hat irgendwie schon durchaus so was Katakombisches,
Warmes, Leuchtendes und ja, man fühlt sich sofort in eine andere Welt versetzt. So, ne? Dungeon, Katakomben, Schwerter. Wer darauf steht, auf diese Art der Fantasy, des Fantasy-Metals jetzt im positiven Sinne, der kann bei Legendary nichts falsch machen und sollte sich auf jeden Fall mal, der sollte ihnen mal ein Ohr leihen. Vor allem auch, weil diese progressiven Momente. Und Widder will unbedingt eben, er hat auch gesagt, er will immer mal wieder verschiedene Instrumente ausprobieren, was ja sehr löblich ist. Mal andere Dinge ausprobieren, mal anders zu klingen als immer nur die Standardware und trotzdem Metal zu bleiben und trotzdem in seinem Genre zu bleiben. Was nicht passieren wird, sind Synthesizer der modernen Zeit, weil er legt großen Wert darauf, dass sich die Produktion und die Songs eben auch anhören wie in diesen 70er und 80er Jahren. Das ist so dieser Zeitraum. Es ist ja auch mein Lieblingszeitraum, weil in den 70er und 80er Jahren die großartigste Musik geschaffen wurde, was nicht heißt, dass heute keine gute Musik mehr geschaffen wird, aber man muss schon mehr suchen, man muss schon mehr, manchen Leuten mag das egal sein, die sagen, es klingt doch gut, haut doch in die Fresse, aber der Anspruch, was Besonderes zu finden, eine Band mit Erkennungsmerkmal, mit einer eigenen Vision zu haben, das wird immer schwieriger. Hier ist es der Fall, für alle, die auf diese Art von Metal stehen, auf diese Art von Epic Metal stehen, wo auch progressive Elemente und viele Bands orientieren sich ja wieder an den 70er Jahren, was ja auch sehr gut ist. Nicht nur die Okkult-Rock-Fraktion, sondern man hört immer wieder in den Interviews auch von Bands, wo man es gar nicht erwarten würde, diese 70er-Jahre-Einflüsse. Und jetzt nicht die üblichen Verdächtigen wie Deep Purple und Led Zeppelin, sondern in den 70er Jahren gab es so unglaublich viele obskure Bands, die es zu entdecken lohnt und die ich ja auch vorhabe, immer mal wieder. Ich komme im Moment natürlich nicht dazu, Proto-Metal aufzunehmen, wird immer mal wieder passieren. Und da zu fischen nach Perlen, nach Klangmanövern auch, die auch damals in den 70er Jahren schon weg waren von diesem Mainstream, ich meine Mainstream jetzt nicht immer negativ. Led Zeppelin waren damals Mainstream, Deep Purple war damals Mainstream. So, dass man trotzdem im Untergrund immer noch Bands findet, die weg wollten, die eigene Sachen gemacht haben. Manchmal ist es gelungen, manchmal ist es nicht gelungen. So. Und das alles führt hier auf dieser LP zusammen. Und damit verabschiede ich euch für diesmal. Jagt euren Traum, erlegt ihn, keep on rockin'.